Heute begrüßen wir einen ganz besonderen Gast. Sie steht für den Individualismus und die Social-Media-Präsenz ihrer Generation. Herzlich willkommen, Julia Lehmann. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne. Setz dich bitte auf unsere wunderbare Couch. Dankeschön. Julia, du bist Lifestyle-Bloggerin. Ja. Was heißt das eigentlich genau? Also ich reise sehr viel und dokumentiere alles mit Bildern und die stelle ich dann ins Internet. Und ja, scheinbar gefällt das den Leuten. Das klingt nach einem absoluten Traumjob auf jeden Fall. Sie können sich zu Hause selbst davon überzeugen unter dem Hashtag JuliaTravel. Ich möchte mit dir über deine letzte... In Photoshop funktioniert alles mit Ebenen. Du fängst mit einer Ebene an und dann legst du Ebene für Ebene darüber, bis dir gefällt, was du siehst. Du willst ein Social-Media-Star werden? Ich zeige dir, wie es geht. Willkommen in meinem Leben. Oh mein Gott, dieses Gap hier war so der Wahnsinn. Verstehst du, das ist einfach crazy, was ich da erlebt Deutsch fühlt habe. sich schon mittlerweile so fremd für mich Ich an. habe Urlaub gemacht mit meinem Ich Geist. bin Ich so open-minded ich habe geworden. zu mir selber Und gefunden. dann Englisch sprechen, jeden Tag. Trinken, Spaß Keine Ahnung, ich haben. komme gar nicht mehr auf die Sprachen Ich klar. weiß, was Ich wüsste Leben nicht, bedeutet. was ich jetzt für ein Mensch wäre, wenn ich dort nicht gewesen Der ganze wäre. Way of Life ist anders. Eine ganz andere Lebensqualität. Ja, die hast du überhaupt gar nicht hier. Und was hast du so gemacht? Gute Frage. Was hatte ich eigentlich seit dem Abitur gemacht? Ich weiß, was Sie hören wollten, dass ich ein Jahr lang nur gechillt und YouTube-Videos angeschaut hatte. Was tatsächlich der Wahrheit entsprach. Indien! Ich war in Indien. Was laberst du? Du warst noch nie in Indien. Hör auf mit dem Scheiß. Geil. Indien. Hast du Fotos oder so? Das würde mich voll interessieren. Gerade nicht. Nee. Aber ich kann welche mitbringen. Nächstes Mal, wenn wir uns wieder treffen, dann bringe ich welche mit, okay? In was für eine Scheiße hatte ich mich da reingeritten. Aber vielleicht gab es Hoffnung. Ich meine, was hatte ich zu verlieren? Nicht schlecht. Eine richtige Innerin bist du, hm? Ja, ja, finde ich schon. Hey, weißt du was? Ich habe mit einem Blog angefangen. Echt? Das solltest du auch machen. Ehrlich, ich habe 38 Followers mittlerweile. Was? Ja. Wenn Mark es mit einer Reise auf 40 Follower brachte, wie weit konnte ich es bringen? 100? 1000? Vielleicht 10.000? Und dann kamen die ersten Reaktionen. Ich fühlte mich lebendig. Ich war bereit, eine Weltreise anzutreten. Eins war sicher, ich würde schnell nachliefern müssen. Aber war das ich? Nein, sie war eine Figur, die ich erschaffen hatte. Ich war die Künstlerin dahinter. Es gibt einige Regeln, die du befolgen musst, wenn du im Internet langfristig Erfolg haben willst. Um im Internet glaubhaft zu sein, muss alles Sinn ergeben. Jede Station deiner Reise muss perfekt und präzise geplant sein.
musst mehr über ein Land wissen als jeder andere in deinem Umfeld. Entscheidend ist es, unbekannte Bilder zu finden, die du verwenden kannst. Und ich brauchte bessere Bilder. Fotos von der besseren Julia. Es ist einfach. Je weniger an, desto mehr Follower. Keiner will Bilder von dir im Wollpullover. Man muss den Fans auch was bieten. Traue nur dir selbst. Der kleinste Fehler kann dich verraten, wenn du am anderen Ende der Welt sein solltest. Wer ist Julia Travel? Von wem stammen all diese Fotos? Neuigkeiten von der lieben Julia Travel. Wer sie noch nicht kennt, der hat Atemberaubende Bilder von Julia Travel. Und in den Promi-News wollen wir uns noch einen Newcomer anschauen. Und zwar die Reisebloggerin Julia Travel, die mehr und mehr Aufmerksamkeit gewinnt. Wie hat Travel Julia ist in nur einer Woche von New York über Kanada bis nach Amsterdam. Die Welt. Bereits über 100.000 Follower. Zum Schluss noch ein kleiner Tipp fürs Wochenende. Habt ihr schon die neuen Bilder von Julia aus Hongkong gesehen? Die Dame nennt sich Julia Travel. Ihr bürgerlicher Name ist Julia Travel. Täglich Austausch an Fotos. Julia Travel. Julia Travel. Ja, Julia, du bist jetzt dran. Oder hast du ihnen überhaupt erzählt, was deine Idee ist? Ich wusste überhaupt nicht, wie ich mir das vorstellen soll, aber du hast dich ja länger damit beschäftigt, oder? Julia? Julia? Oh, entschuldigen Sie, das ist der Jetlag. Was hatten Sie gesagt? Wird es nicht irgendwann wahnsinnig anstrengend, so viel zu reisen? Ihr habt ja keine Ahnung. Das ist gegen die Regeln, ich weiß. Hey Marc, ich bin's Julia. Aber ich habe das unter Kontrolle. Mann, ich bewundere dich. Echt. Du hast dich so verändert. Was ist mit deinem Blog passiert? Ich habe aufgehört. Wieso? Weil mein Leben nicht so interessant ist wie deins. Julia. Wie viele Reisen hast du in Wirklichkeit gemacht? Keine einzige? Und niemand hat's gemerkt? Julia, 500.000 Leute folgen dir. Und du verarschst die alle. Aber die Leute lieben mich. Die finden mich toll. Ist doch egal, ob ihr Idol real ist oder nicht. Egal. Die
verschwenden ihre Lebenszeit mit dieser Scheiße! Diese Scheiße? Weißt du, wie gut diese Bilder sind? Weißt du, wie viel harte Arbeit das war, die so hinzukriegen? Mann, das ist Kunst! Kunst! Julia, sorry, aber ich mach das nicht mit. Ich bin weg. Was? Marc! Marc! Na, wo geht's da als nächstes hin? Egal, ich brauche nur ein schönes Foto. Scheiß auf irgendwelche Regeln. Scheiß auf Marc, der war nie anders als die anderen. Sieht geil aus. Jetzt werden wir sehen, was die Leute von mir denken. Marc, du bist nur einer von 500.000. Nur ganz gewöhnlich.